Send me lights and angels, help me through the changes, and I'll be waiting on Christmas night. Guten Morgen und einen wundervollen Tag für dich. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich so sehr, dich heute genau hier wiederzusehen. In unserem Achtsamkeits-Adventskalender. Und ich möchte mich hier von Herzen genau bei dir bedanken. Für diese wundervolle Reise bisher. Für diesen wundervollen persönlichen Austausch. Über eure Nachrichten bei Instagram. Über den Austausch per Mail. In der Facebook-Gruppe. Hier in den Kommentaren. Das ist so schön, wie viele wundervolle Menschen wir genau mit diesem Adventskalender hier zusammen erreichen können. Das ist so schön und dafür danke ich dir von Herzen. Und heute möchte ich mit dir gerne in das Thema Manifestieren reingehen. Manifestieren ist gerade im letzten Jahr ein sehr besonderer und extrem wichtiger Teil meines Lebens geworden. Denn durch Manifestieren habe ich gelernt, das, was ich mir in meinem Geist erschaffe, an Gedanken, an Gefühlen, diese Realität, diese Vision, die ich von meinem Leben habe, dass ich die mittels meiner Energie magisch zu mir ziehe, wie an so einem Tau. Wenn du dir vorstellst, zwischen der Kamera und mir ist gerade so ein Tau und ich ziehe meine zukünftige Realität magisch zu mir hin. Und genau das kannst du auch. Genau das möchte ich dir heute gerne zeigen, was mir hilft und was ich dir gerne mitgeben möchte. Denn ich möchte dich heute bitten, dass du genau parallel hier mit deinem Journal arbeitest, dass du dir Fragen notierst und intuitive Antworten notierst, die dir während unserer heutigen Advents-Session intuitiv kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du entweder auf deine Kerze guckst, in die Flamme, oder gerne auch einmal kurz die Augen schließt. Mit mir einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase einnimmst, durch den Mund aus, lass die Schultern locker. Komm erstmal hier in diesem Moment an, gönn dir einen kurzen Augenblick. Nimm gerne noch 1, 2 Atemzüge. Und dann visualisiere dich gerne mal als dein zukünftiges Ich. Was macht diese Version von dir so besonders? Wie siehst du aus? Wie riechst du? Wie gehst du? Wie sprichst du? Visualisiere dich so detailliert wie möglich. Mit allen Auffälligkeiten, mit allen Merkmalen, mit allen Dingen, die diese Version von dir so besonders für dich machen. Und es ist ganz egal, wie weit diese Version in der Zukunft liegt. Das können 5 Jahre sein, das können 10 oder 20 Jahre sein. Visualisiere dich in diesem Alter, das dir gerade intuitiv kommt. Und dann bleib dabei. Kreiere wie so ein inneres Bild vor deinem geschlossenen Auge, dass diese Version vor dir sitzt oder steht. Und all das, was du jetzt gerade siehst, das ist bereits in dir. All das, was du gerade visualisierst, das ist in dir. Sonst könntest du es gar nicht in der Detailtiefe sehen. Dann komm gerne mit einem tiefen Atemzug wieder hier in diesem Raum an. Öffne langsam deine Augen, wenn du soweit bist. Und spür mal kurz in dich rein. Was hast du gerade gesehen? Welche Version von dir hast du gerade gesehen? Welche Charaktereigenschaften hast du gesehen? Welche Besonderheiten hast du wahrgenommen? Spür gerne kurz in dich rein und all das, was du jetzt gerade gesehen hast, das ist alles da. Das ist alles in dir und das wartet nur darauf, endlich entdeckt zu werden,
rausgelassen zu werden, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Und bei dieser Reise hier, bei dieser Entwicklung von dir selbst, da geht es nicht darum, irgendjemand anderes zu werden. Da geht es auch nicht darum, dein neues Ich zu werden. Da geht es darum, du selbst zu sein. Da geht es darum, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Und diese Version von dir zu leben. Indem du dich mit dieser Energie deines zukünftigen Ichs verbindest. Indem du dich öfter mal fragst, was würde dein zukünftiges Ich oder was würde mein zukünftiges Ich jetzt gerade tun? Wenn du in Situationen bist, wo du manchmal Entscheidungsschwierigkeiten hast oder dich nicht so richtig aufraffen kannst, dir manchmal die Motivation fehlt oder du vor Entscheidungen stehst, wo du einfach nicht weißt, was du gerade tun sollst. Kennen wir alle, passiert fast täglich. Dann fragst du dich, wie würde mein zukünftiges Ich jetzt gerade handeln? Entschlossen, zuversichtlich, vertraut, liebevoll, entspannt, ruhig, gelassen. Wie würdest du reagieren in 10, 20, 30 Jahren? Das ist die Frage. Und genau diese Energie ziehst du erinnerst dich an das Tau, diese Energie ziehst du zu dir. Und damit ziehst du deine zukünftige Realität, so wie du dich visualisierst, wie du deine zukünftige Vision von dir siehst, die ziehst du zu dir. Durch diese Energieübertragung. Und indem du dich jetzt, genau in diesem Moment schon so verhältst, als wärst du bereits an diesem Punkt deiner zukünftigen Realität. Indem du dich genau so verhältst, ziehst du diese Realität nach und nach zu dir, Stück für Stück. Und genau dadurch manifestierst du deine zukünftige Realität. Manifestieren heißt nichts anderes, als dich selbst zu erschaffen, so wie du das visualisierst. Also mach dir hier gerne nochmal bewusst, wie du dich selbst visualisierst, wie du dich selbst in deiner zukünftigen Realität siehst. Wir haben gerade eine kleine Übung gemacht und ich habe schon gesagt, wir arbeiten heute wieder mit dem Journal zusammen. Und ich möchte, dass du jetzt dein Journal zückst, eine neue Seite aufschlägst, dir das heutige Datum notierst und dann einmal deine zukünftige Version von dir so detailliert wie möglich beschreibst. Mein zukünftiges Ich. Schreib dir das gerne einmal auf. Dein zukünftiges Ich. Und jetzt fängst du an, alle Punkte aufzuzählen, die du gerade in deiner Visualisierung mit geschlossenen oder offenen Augen gesehen hast. Wie siehst du aus? Wie riechst du? Wie sprichst du? Wie verhältst du dich? Was macht dich aus? Was macht dich so besonders? Und warum macht dich das so besonders? Worauf achtest du? Was nimmst du wahr? Schreib dir das so detailreich wie möglich auf. Und dann frag dich, wie würdest du dich verhalten? Wie würdest du durch den Tag gehen? Und wenn du dir das alles Punkt für Punkt aufgeschrieben hast, dann tust du heute genau das. Dann tust du heute genau das, was dein zukünftiges Ich heute tun würde, an diesem wundervollen Tag. Du bist heute dein zukünftiges Ich und verhältst dich genau so, was du dir aufgeschrieben hast. Und was dadurch passiert, das ist magisch. Denn indem du dich heute so verhältst, wie dein zukünftiges Ich sich verhalten würde, ziehst du genau diese Version von dir mit dem Tau magisch zu dir. Stück für Stück, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Diese Energie überträgt sich auf dich. Das ist auf dieser feinstofflichen Ebene. Das können wir nicht wirklich sehen, aber wir können das irgendwie spüren. Diese Energieübertragung, die findet statt zwischen dir und deinem zukünftigen Ich. Und genau darauf hast du heute Einfluss. Du kannst heute deine zukünftige Realität manifestieren. Und genau dabei
wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und wir sehen uns morgen im nächsten Türchen wieder. Dein Niklas.